freut mich wahnsinnig, dass Sie hier sind, als sozusagen einer, ja, vielleicht der Nestor der Glockenbecher- und Schnurkeramikforschung, vielleicht auch der Frühbronzezeitforschung. Und wenn Sie uns zuerst sagen, weil nicht alle Sie kennen, wer Sie sind und was Sie machen. Ja, ich bin vor allem im Ruhestand, aber ich habe in Freiburg, an der Universität in Freiburg gelehrt, bis vor einigen Jahren und habe eigentlich ziemlich viele Schüler ausgebildet. Und mein Forschungsgebiet betrifft in der Lehre hat das ganze Neolithikum vom Vorderen Orient bis nach Portugal betroffen, also von 10.000 vor bis etwa so 2000. Das Forschungsgebiet ist das 3. Jahrtausend, das ich vor allem so in den letzten 20 Jahren sehr intensiv bearbeitet habe. Und das ist natürlich Schnurkeramik, Glockenbecher, ältere Frühbronzezeit. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich das, was ich jetzt genannt habe, als eine große kulturelle Einheit betrachtet, was sich ja gerade hier in Mitteldeutschland eigentlich sehr schön darstellen lässt. Wir hatten einen spannenden Kongress. Aber zuerst, was hat sich durch das Auftauchen, durch die Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra in der Sicht auf diese Zeit geändert oder in der Sicht auf die Frühbronzezeit? Ich würde nicht sagen verändert, es hat die Sicht unheimlich erweitert. Die Entdeckung, der Fund ist genau zur richtigen Zeit gekommen, denn die Forschung hat sich in den letzten 20, 30 Jahren von einer sehr ein bisschen nicht gerade fruchtbaren typologischen Weise zu anderen Fragen geöffnet, zuerst zu sozialhistorischen Fragen. Und dazu bietet natürlich die Sonnenscheibe mächtig Anlass, da weiterzumachen in den Fragen. Die Forschung hat sich auch, gerade im 3. Jahrtausend, auch geöffnet für religiöse Fragen, beziehungsweise ausgehend vom Grabkult. Sie wissen, in der Zeit ist ja die Kultur vor allem auf Äußerungen im Totenbrauchtum konzentriert worden. Über Siedlungsweise weiß man weniger. Das hat auch nicht nur seinen Grund in der Denkmalpflege, das hat auch seinen Grund, dass der Mensch damals sich vor allem durch den Grabkult manifestiert hat. Das hat das Schwergewicht ausgemacht. Da war man schon ein bisschen vorbereitet auf solche Fragen und dann sind zusätzlich jetzt auch noch weitere drüberstehende religiöse Fragen angeschnitten worden. Sonne, Sonnenkult. Da war man auch ein bisschen vorbereitet, aber es konnte sich genau durch die Scheibe konzentrieren und die Forschung hat wirklich da mächtige Fortschritte gemacht, weil sich einfach auch mehr Leute mit den Fragen beschäftigt haben und intensiver. Und weil in den Fragen auch vermehrt interdisziplinär gearbeitet wurde. Sie haben jetzt einen Teil moderiert der Tagung. Wie sehen Sie die Fortschritte aus diesen 5 Jahren der Forschergruppe auch in den naturwissenschaftlichen Belangen? Also ein Fortschritt vor allem ist das, was ich gesagt habe, ist Öffnung der Sichtweise. Ein zweiter Fortschritt ist das, dass die Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften, das ja auch so ein bisschen mein Spezialgebiet war durch die Forschungen in den Feuchtbodensiedlungen, wo ich immer sehr diesen Teil vertreten habe, dass diese Zusammenarbeit intensiver worden ist und vor allem, da muss ich hier ein Kompliment machen, das war hier zu sehen, wie die echte interdisziplinäre Zusammenarbeit nun hier geschieht. Es ist sehr, sehr schwierig, mit den Naturwissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Das kann immer nur als Wechselwirkung stehen. Die Fragestellungen stellt natürlich zuerst der Archäologe.
Und dann liegt es an dem Archäologen, die Naturwissenschaften so einzubeziehen, dass sie nicht zu einer Dienstleistung werden, sondern wirklich zu einer intensiven Zusammenarbeit. Das setzt aber auch vom Archäologen voraus, Archäologe ist ja Geisteswissenschaftler, dass er sich schon auch mit dem naturwissenschaftlichen Denken beschäftigt. Und dann natürlich ist hier durch dieses Projekt, letztendlich eben durch die Sonnenscheibe, sind die Naturwissenschaften dann auch aufgefordert worden, neue Methoden oder bekannte Methoden zu vertiefen, neue Methoden zu erarbeiten. Davon haben wir ja heute Nachmittag einige wunderbare Beispiele gehabt. Ja, es ist ja so, wir haben ja im Rahmen des Projektes auch eigentlich neue Quellengattungen entdeckt, wenn ich es mal so sagen darf. Das späte 3. Jahrtausend, ihr Spezialgebiet, ist dominiert von Gräbern und von wenigen Siedlungen. Aber wir haben jetzt, und natürlich Stonehenge, aber das ist außerhalb des Festlandes, und jetzt haben wir Pömmelte ganz ausgegraben und entdeckt. Und in Pömmelte ist so etwas, da kriege ich ja fast Gänsehaut. Da treffen sich Glockenbecher und Schnurkeramik in einer Anlage. Und man hat so den Eindruck, das ist ein Punkt, wo sich Verständnis kristallisieren könnte, dass da was ganz anders passiert. Und mir scheint diese Grabung auch zum Verständnis von Stonehenge, aber auch zum Verständnis des späten 3. Jahrtausends wichtig zu sein. Also Pömmelte ist gerade ein wunderbares Beispiel für das, was ich gesagt habe. Erdwerke kennt man schon längstens. Pömmelte ist nun ein spezielles Erdwerk und es hat dazu gedient, diese Erdwerke oder Kreisgrabenanlagen besser zu definieren, besser zu verstehen. Pömmelte ist jetzt eines von denen, das bestens erforscht ist, wo man aber auch, und Sie wissen ja, dass ich plädiere ja immer für eine enge Wechselwirkung dieser drei Kulturen. Früheste Bronzezeit, Glockenbecher, Schnurkeramik, wenn wir es jetzt rückwärts sehen. Und da sehen wir in gewissem Sinne in Pömmelte eben auch eine Kontinuität des Kultes. Auch wenn die Anlage jetzt nicht schnurkeramisch ist selber, aber der Ort ist schnurkeramisch begründet. Und das geht dann weiter und da haben sich eben dann auch die Träger der Glockenbecherkultur drin gefunden, die Träger der frühen Aunjetitz-Kultur. Das führt aber jetzt, da ist auch wieder Pömmelte ein wunderbares Beispiel, sollte uns jetzt dazu führen, zu fragen, ja, die Trennungen, die wir gemacht haben, das sind ja Trennungen, die wir 4000 Jahre nach der Entstehung gemacht haben, wenn wir Glockenbecher, Schnurkeramik sagen. Dass wir diese Trennungen immer wieder hinterfragen, das sind Konstrukte, das sind Kulturen, die von uns gemacht worden sind. Und da müssen wir jetzt, Beispiel eben, Pömmelte, fragen, ja, ist das richtig? Sind das nicht eben ein und dieselben Träger einer kulturellen Entität? Da muss ich Sie fragen, und zwar vielleicht die schwerste Frage, aber vielleicht können Sie die beantworten, als vielleicht einer der Einzigen, der das gesamte Gebiet überblickt in diesem Zeitraum. Und zwar stelle ich es auf meinen Erfahrungshintergrund, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe. Die Schnurkeramiker machen sich irgendwo auf im nördlich der Karpaten, in Verbindung mit Yamnaya-Kultur und Ähnlichem, was dort entsteht. Und dort entsteht etwas, was die Individualität betont. Und das scheint mir wichtig zu sein. Was das Individuum betont, einige herausragende Individuen, und die kennzeichnen sich mit Dolch oder mit ähnlichen Dingen oder mit spezieller Keramik. Und sie bestatten bipolar, Männer und Frauen anders, aber am Sonnenlauf orientiert. Das ist das Kennzeichen. Richtig. Und jetzt passiert was ganz Unheimliches. Die machen sich dort auf, ob als Idee oder als Menschen. Und diese Idee oder diese Menschen vielleicht wie Araber im 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, überschichten sozusagen weite Teile Zentraleuropas. Und am anderen Ende des Kontinents, offenbar, irgendwie in Spanien, Marokko, ich weiß nicht wo, das wissen Sie besser, machen sich Menschen auf, etwas spät, aber wenn man die frühen Daten nimmt, vielleicht fast gleichzeitig, die bestatten bipolar, die betonen die Individualität und sie machen es nur etwas anders als die Schnurkeramik, einfach andersrum bipolar, aber im Grunde
hat man das Gleiche. Krieger, die einen mit Pfeil- und Bogenwaffe, die anderen mit einer Dolchwaffe, aber letztlich, oder mit mit der Axtwaffe, am Anfang natürlich die Streitaxt, aber letztlich doch die gleichen Dinge, die an verschiedenen Enden Europas sich aufeinander zubewegen und sich in der Mitte Deutschlands hier bei uns, wo wir sitzen, verzahnen und treffen. Wie kann denn das sein, dass Ideen an den beiden Enden Europas sozusagen nach innen floaten und sich dort treffen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist doch, sind die in Verbindung? Liegt es in der Luft? Was ist es? Es ist eine Idee. Und ich bin überzeugt, es ist nicht nur für die Schnurkeramik, es ist nicht nur für die Glockenbecher eine Idee, kann ich bessere Angaben machen, bin auch überzeugt, hinter der schnurkeramischen Entität, nenne ich jetzt ganz neutral so, steckt auch eine Idee. Über Menschen zu reden, das kann ich nicht, da haben wir einfach zu wenige Kenntnis. Natürlich steckt hinter der Idee Menschen, aber wie viele, wer und Wanderungen und so, da sind wir einfach nicht so weit. Gut, diese Idee breitet sich aus, Sie haben es gesagt, ist richtig, irgendwo aus dem Osten, geht ja, bis zum Genfersee letztendlich, das ist die südwestlichste Ausprägung. Auf der anderen Seite haben wir diese Glockenbecher-Idee, Ideologie habe ich es genannt, die wir ein bisschen umschreiben können. Wir können sagen, was ist für die Leute wichtig. Eines haben Sie gesagt, Pfeil und Bogen. Dann Edelmetall ist für die wichtig. Und vor allem natürlich die Grabsitte, die für die einen ganz speziellen Inhalt hat, für die Glockenbecher-Idee, wo sie sich nun am deutlichsten manifestieren. Das war wichtig für die. Diese Idee hat sich als Idee ausgebreitet. Ich denke, das ist schon richtig, wenn man sagt, von der iberischen Halbinsel weg, über Westeuropa bis nach Mitteldeutschland. Wir haben sogar in Serbien noch Belege. Nun stoßen diese Träger dieser Idee in Mitteldeutschland bis nach Dänemark etwa, entlang auch der Rheinschiene, auf die schnurkeramische Idee, die einen ganz festen, bestimmten Ritus hat. Sie haben gesagt, das ist nicht nur diese bipolare Haltung, sondern, was ganz wichtig ist, die richtet sich natürlich nach dem Sonnenlauf, West-Ost-Orientierung und ist geschlechtsdifferenziert. Es sind geschlechtsdifferenzierte Bestattungen, Männer auf der rechten Seite, Frauen auf der linken Seite. Und auf die Leute stoßen nun die Träger der Glockenbecher-Idee, die sehen das und machen genau das Gleiche, nur gerade umgekehrt. Sie tun die Leute Nord-Süd bestatten, jetzt sind die Frauen auf der rechten Seite, die Männer auf der linken Seite. Haben Sie denn das vorher in Spanien nicht gemacht, als Sie sich aufmachten? Moment. Wir sind heute noch nicht so weit, dass wir das dort genau erklären können. Sie machen es hier explizit, deutlich. Ja, warum? Hier muss sich die Idee gegenüber einer anderen Idee manifestieren. Also man macht so das Gegenteil. Man macht das gleich, aber genau das Gegenteil. Aber hat man, als man aufbrach in Spanien oder in Marokko oder wo auch immer, hat man da nicht schon so bestattet? Aber da hatte man doch auch schon die Gefäße und so einen Gefäßsatz und man hat den Eindruck, beides fängt so ähnlich an den Enden Europas. Oder hat es anders angefangen und dann aufeinander reagiert? Das ist, glaube ich, für uns Archäologen das Wichtige, dass wir sehen, oder das können wir feststellen, man hat aufeinander reagiert. Wir haben in Spanien, im Ausgangsort, haben wir ganz seltene Bestattungen, die diese Norm einhalten. Es war dort offenbar nicht so wichtig, sich auf die Weise zu manifestieren. Man hat aber auch in der Forschung nicht so viel Acht gegeben. Es gibt jetzt ein ehemaliger Student von mir, der versucht jetzt alle Bestattungen so auseinanderzunehmen, zu schauen, ist da noch was da. Was man aber sieht,
und das ist jetzt für den westlichen Teil der Glockenbecher-Idee ganz wichtig, das weiß man heute schon, es sind Individualbestattungen innerhalb von Kollektivbestattungen. Was heißt das nun? Im ganzen westlichen Teil der Glockenbecherkultur oder Glockenbechererscheinung, muss man jetzt neutraler sagen, sehen wir, dass sich die Träger der Glockenbecher-Idee mit dem vorhandenen Bestattungsritus auseinandergesetzt haben. Sie haben sich in die Kollektivbestattungen gelegt, wenn man es so nennen kann. Und hier in Mitteleuropa haben sie sich auch mit dem Bestattungsritus, der hier war, durch die Schnurkeramiker auseinandergesetzt, mussten sich offenbar noch besser, stärker manifestieren, machen das gleich, aber gerade andersrum. Das ist spannend. Und wie ist es nun, wenn man die Gefäße anschaut, dann hat man das Gefühl, dass Aunjetitz, also diejenige Kulturgruppe, aus der später die Himmelsscheibe entsteht, dass diese Aunjetitzer in den Gefäßen, in diesem, was sich Stufe 0 nennt, dass die sich sozusagen fließend aus Glockenbecher entwickeln und unter Einfluss von Schnurkeramik. Oder ist das falsch? Man kann das da gar nicht unterscheiden. Plötzlich sind die ohne Verzierung und dann sind sie diese schlauchförmigen Gefäße und dann sind sie aunjetitzisch. Also man hat so das Gefühl, dass Aunjetitz eigentlich aus einer vielleicht Verschmelzung von Schnurkeramik und Glockenbecher entsteht. Ich glaube, Verschmelzung ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber die beiden Entitäten, Schnurkeramik, Glockenbecher, sind zwei Wurzeln für die Aunjetitzer Kultur. Und zwar in dem Sinne, so wie Sie es richtig gesagt haben, die Gefäße, die Formen, nicht nur die Gefäße, auch andere Funde, entwickeln sie oder sehen wir eine Entwicklung zum aunjetizischen Formeninventar. Die Sozialstruktur, die dahinter steht, in Aunjetitz, da bin ich überzeugt, die ist in Schnurkeramik angelegt gewesen. Was ist der Unterschied in der Sozialstruktur von Schnurkeramik und Glockenbecher? Schnurkeramik hat eine geringfügig stratifizierte Struktur, das sehen wir an den Gräberfeldern. In Mitteldeutschland weniger, aber es gibt sehr gute sprechende Beispiele, in dem es im Zentrum einer Grabgruppe ein herausragendes Grab gibt. Nicht viel, aber wenn man alle Faktoren betrachtet, sieht man, dass da einer sich heraushebt. Ich habe dann den Hetman genannt. Es ist geringfügig stratifiziert. Das haben wir noch in der älteren Frühbronzezeit in dem Maße. Es führt dann weiter zu einer Überhöhung dieser Stratifizierung, die wir in Mitteldeutschland so wunderbar fassen können, durch die sogenannten Fürstengräber, die ich trotz aller Kritik lieber Häuptlingsgräber nenne. Und wie schaut es in Glockenbecher aus? Wie ist es in der Glockenbecherzeit? Ist es differenzierte Sozialstruktur von Schnurkeramik oder ist die so ähnlich? In der Glockenbecherforschung ist man noch nicht so weit, dass man so gut sagen kann wie bei den Schnurkeramiken. Wir spüren förmlich eine Struktur. Wir sehen, es gibt unterschiedliche Gräber, es gibt reichere Gräber, es gibt ärmere Gräber, aber die Ausstattung besagt ja nicht alles. Es gibt Sonderbestattungen, eines ist genannt worden, Metallurgengräber, es gibt aber auch in anderer Hinsicht Sonderbestattungen, nämlich die Bestattungen, die diese Nord-Süd-Regel oder männlich-weiblich nicht einhalten. Das sieht man, und das sieht man dann auch an der Ausstattung, dass das besondere Gräber sind. Es gibt ganz bestimmt Gruppierungen, es gibt sicher auch einen bestimmten Unterschied in der Stratifizierung. Wir können es aber nicht fassen. Die englische Forschung hat viele Versuche gemacht, auch am mitteleuropäischen Material, das darzustellen, hat versucht, dann das auch auf Keramikreichtum auszuweiten.
Aber das ist alles so ein bisschen unbefriedigend. Aber wie gesagt, es gibt reichere Bestattungen, die sich vor allem auch dann durch mehr Schmuck aus Edelmetall herausheben. Goldringe oder manchmal auch, ist auch nicht selten Silber dabei. Das sieht man, aber es gibt noch kein Ganzes. Aber man hat so den Eindruck, in der Frühbronzezeit haben wir ein Distinktionsmerkmal, das sozusagen die Oberschicht schon von den anderen trennt. Das sind die goldenen Lockenringe. Und diese goldenen Lockenringe fangen doch eigentlich in Glockenbecher an. Fängt da nicht sowas an, was sich abtrennt, dass das sozusagen so ein Symbol ist? Das ist richtig. Es gibt ganz selten goldene Ringe. Das sind sicher für bestimmte Personen, aber wir können nicht das so deutlich fassen wie in der Frühbronzezeit. Und was ist in der Schnurkeramik der Unterschied? Warum kann man es da besser fassen? Was sind in der Schnurkeramik die Zeichen für die Oberschicht oder die Bessergestellten oder die Bedeutenderen? Die Schnurkeramik hat für uns verständlichere Statussymbole. Wir können in der Schnurkeramik, da ist auch einfach die Forschung weiter, wir können in der Schnurkeramik auch Altersklassen darstellen. Ein ganz banales Argument, die Bestattungen, die Größe der Gefäße in den Bestattungen der Schnurkeramik richtet sich mehr oder weniger nach dem Alter. Die Älteren haben größere Gefäße, die Jüngeren, aber das sind 3, 4 Klassen mehr, haben kleinere Gefäße. Es gibt auch ein ganz interessantes Phänomen für diese Differenzierung in der Schnurkeramik, dass den Älteren, anthropologisch genannt Senile, dass die praktisch keine Statussymbole mehr haben. Die sind out of society, haben keinen Rang mehr in der Gesellschaft. Wird der Rang in der Schnurkeramik oder in der Glockenbecherzeit vererbt oder erworben? In der Schnurkeramik haben wir Anzeichen, dass der Rang vererbt ist, denn wir haben auch Kindergräber mit Streittexten. In der Glockenbecherkultur, da sind die anthropologischen Untersuchungen nicht so weit, dass wir das sagen können. Und Sie wissen, es ist wir sind da sehr vorsichtig, es ist eine ganz gefährliche, schwierige Frage, weil dann mit der Vererbung der Rangfolge da ganz viele sozialhistorische Implikationen noch dazukommen. Sind die Glockenbecher und Schnurkeramik die reitenden Streitachskrieger und die reitenden Bogner oder war das überzeichnet von Gordon Childe und Pickett und anderen? Also Glockenbecher und Pferd, das gibt's in Spanien und Irland und erst in späterer Zeit. Aber es gibt ein Phänomen bei den Glockenbecherleuten, was nun wirklich darauf hindeutet, das ist der Bogen. Die Glockenbecherleute haben einen Kurzbogen, vermutlich einen Reflexbogen. Es gibt auf einer Stele im Petit Chasseur einen Bogen, der hat hinten, geht er gerade andersrum. Also könnte durchaus das bedeuten. Und Sie wissen aus späterer Zeit, reitende Leute haben Kurzbogen. Und die Waffe, oder auch das Statussymbol der Glockenbecher, der Träger der Glockenbecher-Idee, ist Pfeil und Bogen. Schnurkeramik und Pferd, da hat man mehr Probleme. Es gibt das Pferd schon längst, aber ob das nun als Reitpferd gedacht ist, da hat man eigentlich keine Indizien. Und wie schaut obschon es Indizien gibt, gerade hier in Mitteldeutschland, dieses eine Grab vom Behrens, das der Behrens publiziert hat. Heute hat es einen neuen Namen mit der Hammerkopfnadel. Bleckendorf. Von Bleckendorf ist der alte Name, heute weiß ich nicht, ist umbenannt worden. Aber es heißt Bleckendorf. Bleckendorf kennen wir. Die Bleckendorfer Nadelsgrab von Bleckendorf, das ist ja hat zwar einen Becher, aber einen ganz ungewöhnlichen Becher, ist kein Schnurkeramiker,
das könnte ein Reiter aus Südrussland sein. Aber der hat anthropologisch, das haben wir neu untersuchen lassen, ganz extreme Reiterfacetten. Eben. Das heißt, er saß sein Leben lang auf dem Pferd. Eben. So wird das jetzt interpretiert. Ja, ja. Und das ist natürlich ein wunderbares Beispiel. Aber eben, das darf man jetzt nicht über die Schnurkeramiker übertragen. Aber da haben wir also wenig Geschichte der Häuptlingstümer, einer expansiven Idee oder einer expansiven Gesellschaft. Und plötzlich, das transformiert sich in die Aunitätskultur und dann hat man doch ein anderes Sozialsystem mit diesen Gräbern, mit Goldwaffen, wie Primas zeigte, die sich an orientalischen Repräsentationssitten vielleicht sogar orientieren. Wie sehen Sie das und wie sehen Sie die Bewegung dorthin? Also sicher ist so, wie Sie das sagen, aber Sie sehen, die Wurzeln liegen in der Schnurkeramik und dann wird die Stratigraphie gewaltig überhöht. Aber es ist ja kein Zufall, dass viele von diesen hierarchisch überhöhten Gräbern auf einem schnurkeramischen Primärgrab aufgebaut sind. Also da sucht man die Wurzeln. Und zusätzlich macht dieser Häuptling, dieser Aunjetitzer Häuptling, der sich ja legitimieren muss, eine zusätzliche Legitimation, stellt sich nämlich mit einem alten Schuhleistenkeil dar, den er Leubingen, den er mit ins Grab nimmt, um zu zeigen, ja, ich habe die Macht von den Altvorderen ererbt. Das Zusammentreffen von Schnurkeramik und Glockenbecher, die leben ja so mosaikartig verschränkt. Ja. Die neueren Forschungen jetzt in Frankreich und in Südspanien zeigen, das, was man als einzelne Pfeilspitzen ursprünglich im Grab gedeutet hat, auf dem Körper liegend, das ist ganz häufig eingeschossen. Ganz häufig sieht man hier Spuren von Gewalt. Da gibt es jetzt einiges an Literatur zu. Ja. Und offenbar scheint es so zu sein, dass die Glockenbecherbewegung in Spanien, so sehen Sie die Kollegen, mit denen ich dort gesprochen habe, relativ gewalttätig ist. Sie sagen sogar, Mallorca und diese Inseln werden erst besiedelt von Flüchtlingen, die vor dieser Glockenbecherwelle fliehen. So sehen das die Spanier. Ich bin kein Spezialist. Aber vielleicht ist es doch eine ganz aggressive Ausdehnung. Und was passiert, wenn die aufeinandertreffen? Auf die Schnurkeramik. Genau. Und ist das eine aggressive Ausdehnung aus Ihrer Sicht oder ist das einfach eine neue Forschungsrichtung? Und wie ist es zu bewerten, diese neuen Kriegs- und Aggressionsthesen? Also erstens muss man natürlich sagen, das wird in der Forschung, dadurch, dass was Besonderes ist, wird das natürlich besonders auch herausgestellt immer. Vielleicht sind in unseren Vorstellungen diese Verletzungen, die man nachweisen kann, sind vielleicht gar nicht so häufig, wie sie nun immer dargestellt werden. Zum anderen ist natürlich schon so, ich würde jetzt nicht unbedingt aggressiv sagen, aber die Träger der Glockenbecher-Idee haben nicht von ungefähr diese Waffe und diese sehr gute Waffe, Pfeil und Bogen, sehr wirkungsvolle Waffe. Und da hat es natürlich den einen oder anderen schon getroffen. Das ist ganz klar. Wie sie sich ausgebreitet haben, also sicher nicht immer nur versucht, da die Leute zu bekehren oder so, da ist sicher auch manch anderes dahinter. Aber wie gesagt, hier in Mitteleuropa haben wir so viele Belege und die Spuren der Gewalt, jetzt Glockenbecher gegen Schnurkeramik, sind nicht so häufig, wie es immer wieder dargestellt wird. Hier haben wir eine andere Auseinandersetzung, nämlich eine ideelle Auseinandersetzung eben im Grabritus, das Gleiche machen, aber gerade anders, oder in Wallis, im Petit-Chasseur, wo die Glockenbecherleute ankommen, dort sind es nicht Schnurkeramiker, sondern da ist es das Endneolithik vorher, die Gräber besetzen, ihre Toten in die vorhandenen Gräber setzen. Auch eine Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Totenritus. Und Sie haben das vorhin angesprochen, mit den Aunjetizen, mit dem klassischen Aunjetitz entwickelter Frühbronzezeit.
Da ist nun interessant, da hört dieses Reagieren auf den vorhandenen Totenritus völlig auf. Diese bipolare Bestattungsritus wird aufgegeben. Die Aunjetitzer bestatten nur noch in eine Richtung, Nord-Süd, Blick nach Osten. Männlein und Weiblein genau gleich. Wenn ich jetzt provokativ bin, dann sage ich, Glockenbecher und Schnurkeramik bewegen sich aufeinander zu, treffen sich hier, reagieren ideologisch aufeinander. Ja. Vielleicht die Glockenbecher mehr als Neuankömmlinge als die Schnurkeramiker, sie kommen ja hier später an. Ja. Und in Olympia opfern sie gleichzeitig. Und in Olympia kommen sie zusammen und machen Frieden und daraus entsteht Griechenland. Und das ist Pömelte. Sozusagen in einer Anlage kommen beide Gruppen zusammen und finden zu einer gleichartigen, gemeinschaftlichen Äußerung des Opfers, der Sonnenreligion, die beide wahrscheinlich eint. Und daraus entsteht Aunjetitz. Wäre das zu simplifiziert oder könnte das ein Denkmodell sein? Nein, zu simplifiziert nicht. Es ist ein Denkmodell, wenn wir es ganz konkret fassen. Ich würde es gerne etwas abstrakter formulieren, indem sich hier zwei Ideen treffen, die sind attraktiv für die vorhandene Bevölkerung. Die Bevölkerung übernimmt, ich würde solche Dinge nicht so gern nun auf Bevölkerungsgruppen konzentrieren. Die vorhandene Bevölkerung nimmt das auf, transformiert sich, assimiliert sich, akkulturiert sich, wie Sie das auch nennen mögen. Und das gibt nun was ich vorhin am Anfang gesagt habe, wofür Pömelte ein wunderbares Beispiel ist. Er gibt nun ein und dieselbe Entität, kulturelle Entität, nämlich dieses zweite Hälfte des 3. Jahrtausends, diese endneolithische große Kultur, die dann langsam sich formal, typologisch zum Aunjetitz entwickelt. Dieses frühe Aunjetitz und Glockenbecher, das kann man ja eigentlich nicht auseinander, und die Begleitkeramik der Glockenbecher. Also ich kann es nicht auseinanderhalten. Die Himmelsscheibe wird vielleicht um 1800, vielleicht um 1750 im Dieskau-Umfeld geschaffen. Und sie erfährt immer wieder einen Bedeutungswandel. Man macht sie als eine Art Memogramm, um sich an diese Schaltregel zu erinnern. Man vergisst dieses Wissen, die orale Tradition reißt ab. Man macht ein neues Bild drauf, man versucht die Sonnenreligion mit dem Schiff zu implementieren. Wie stellen Sie sich solche Sozialsysteme vor? Ist es, so wie Max Weber schreibt, charismatische Herrschaft, die immer nur eine gewisse Zeit funktioniert und dann gibt es einen Umbruch und jemand bekommt die Scheibe in die Hände, der einer anderen Gruppe angehört? Oder wie kann man sich das aufgrund Ihrer Erfahrung vorstellen? Etwas hypothetisch. Also auf der Sonnenscheibe sind ja ganz viele Sachen. Und die Sonnenscheibe hat ja, oder die Scheibe von Nebra, Himmelsscheibe, hat ja auch ihre Wurzeln. Und diese Wurzeln gehen sicher aufs 3. Jahrtausend zurück. Wir haben ja gesehen, dass wir nicht nur diesen Nord-Süd-West-Ost-Grab-Ritus haben, sondern dass das nach dem Sonnenlauf sich orientiert. Das finde ich, das ist ganz wichtig. Und schon in Schnurkeramik ist es ja dadurch, durch diesen Grabritus, ein duales System. Auf der Scheibe ist zumindest in einer Phase haben wir auch das duale System Sonne-Mond zu einer bestimmten Zeit. Dann wird aber offenbar die Sonne sehr wichtig und Sonnenkult ist ja immer mit einem sozialhistorisch, mit einer sehr spitzen stratigraphischen Hierarchie verknüpft. Erst durch die Überhöhung der Häuptlingstümer wird die Sonne dann so bestimmend, wie wir das in allen ethnologischen Gruppen
Aber ist es nicht schon so, dass mit diesen Schönfelder Schalen in dieser Brandbestattung, die was ganz anderes ist als Glockenbecher und Schnurkeramik, da haben wir diese Sonnenstrahlen mit diesen Parabelschalen. Ja, Wir haben ja, diese Ausrichtung von Glockenbecher und Schnurkeramik. Haben wir da nicht schon sozusagen so eine Sonnenvorstellung, die eigentlich diese stärkere soziale Stratifizierung erwarten ließe? Oder ist es da vielleicht noch anders ausgebildet? Ich kann das nicht sagen für Schönfeld, ob da eine große Stratifizierung da ist. Sonnensymbole sind sicher da, auf jeden Fall. Und ich sage ja, es gibt Wurzeln für die Sonnenscheibe. Schwieriges Phänomen. Und jetzt eine ganz schwierige Frage. Was passiert um 1600, als die Himmelsscheibe deponiert wird? Da ändert sich ja in Europa vieles radikal. Ja. Die Hügelgräberzeit beginnt. Wie stellen Sie sich diesen Wandel vor? Ich denke ja gerne in Modellen und sozialhistorischen Modellen. Und es gibt, Sie kennen es besser als ich aus der Hallstattzeit, aber auch später, es gibt immer übersteigerte Stratigraphien, die die Ressourcen richtig leer saugen. Und die brechen dann plötzlich in sich zusammen, weil nichts mehr da ist. Und so könnte ich mir das für Augnjetitz wunderbar vorstellen. Es bricht zusammen und es fängt ja eine ganz andere soziale Schichtung an. Wir haben in der folgenden Mittlerbronzezeit Hügelgräberkultur eine ganz andere Sozialstruktur. In Hallstatt ist es ähnlich. Ja, wir haben es auch im Vorderen Orient. Wenn wir die frühen Kulturen sehen, die frühesten, übersteigen sich und brechen in sich zusammen. Herr Strahm, wenn Sie als Archäologe jetzt was entdecken dürften, was Sie sich wünschen dürfen, was würden Sie gerne entdecken? Welchen Fund würden Sie gerne machen? Eine schlichte Sonnenscheibe aus Holz in einem schnurkeramischen Kram. Dankeschön, war ein wunderbares Gespräch.